Hi Bonsai Freaks, herzlich willkommen zurück bei Bonsai Leben Spezial Folge 3. Wir haben 2 absolute Bonsai-Laien losgeschickt, Rohmaterial für eine Bonsai-Gestaltung zu kaufen und haben daraus eine Challenge gemacht. Christian und ich mussten Bonsai aus den uns gebrachten Bäumen gestalten, egal was die Mädels uns hier hingestellt haben. Wir mussten es durchziehen. Und heute, liebe Leute, geht's um diesen wunderbaren Pokal. Wer hat die Challenge gewonnen? Wer hat kläglich abgelost? Das wird eine geheime externe Jury gleich hier auf dem Beamer entscheiden. Das wird super spannend, Leute. Ich bin der Norm von Bonsai Leben. Viel Spaß. Was bisher geschah. Hier, ich übergebe euch jetzt feierlich diese Umschläge. 50 Euro? Norman. Also für mich ist holzig alles, was mit Holz zu tun hat. Kann man da drahten? Ich will, dass der 48 Stunden durchdrahten muss. Ich will das hier. Boah, bist du bekloppt oder was? Ich glaube, ich nehme den. Wow, eine Azalee, Junge. Boah, ist das Manipulation? Das jemals ein Bonsai wird. Ich habe schon knacken hören, Leute. Und das war nicht nur ums Rheuma. Oh, Jesus Christus, ey, habe ich gar keinen Bock auf diesen Scheißbaum, ne? Leck mich doch am Arsch, ey. Ja, Leute, das war der Rückblick. Für alle, die die Folgen noch nicht gesehen haben, holt es unbedingt nach. Und wie war das denn jetzt so für euch, den Rückblick noch mal so Revue passieren zu lassen, den Einkauf und die Gestaltung? Fangen wir mal bei Jessica an. Wie war das denn eigentlich für dich? Und würdest du jetzt noch mal die gleiche Pflanze aussuchen für mich? Ja, ich würde die, glaube ich, noch mal aussuchen, weil ich die sehr herausfordernd fand und ich bin total gespannt, wie die Jury sich entschieden hat. Ja, darauf bin ich auch gespannt. Und herausfordernd war der Baum auf jeden Fall. Wir gucken uns die Bäume gleich auch noch mal im Detail an. Und würdest du den gleichen Baum noch mal aussuchen? Oder hast du jetzt so ein paar andere Erkenntnisse, die dich dazu verleiten, vielleicht doch ein anderes Modell zu nehmen? Ich glaube, ich lag gar nicht falsch mit meinem Baum. Ich meine, der Christian war zufrieden, oder? Ich glaube, im Vergleich zu dem, was Norm bekommen hat, war ich mit der Wahl auf jeden Fall deutlich zufriedener. Ja, das hast du ja schon bei der Gestaltung gesagt. Da hast du ja gesagt, du bist materialmäßig im Vorteil. Aber ob das wirklich so sein wird, da lassen wir jetzt mal die Jury entscheiden. Die Bewertung. 4 Juroren bewerten beide Gestaltungen in 4 Kategorien. Pro Kategorie sind maximal 5 Punkte möglich. Um die Unvoreingenommenheit der Jury zu wahren, wurden die Bäume anonymisiert übergeben. Baum A, Christians Lavendelheide. Baum B, Normans Azalee. Kategorie 1. Wer hat unter Berücksichtigung des Ausgangsmaterials die größere gestalterische Problemlösungsleistung erbracht? Kategorie 2. Bei welchem Baum wurden die mutigeren gestalterischen Entscheidungen getroffen? Kategorie 3. Welcher Baum ist aktuell gestalterisch stimmiger? Kategorie 4. Welcher Baum hat das größere Zukunftspotenzial als Bonsai? Möge der Bessere gewinnen. Und jetzt, Leute, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt gucken wir uns das erste Jury-Video an. Ich bin schon sehr gespannt. Wir selber haben die Videos noch nicht gesehen. Ja, wir wissen also nicht, wie es ausgeht, wie die Bäume bewertet werden. Luis hat hier einen Bewertungszettel vor sich liegen, schreibt die Gesamtpunkte mit und am Ende, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Leute, ich freue mich riesig auf unser erstes Jurymitglied. Jeder von euch hat ihn garantiert schon mal gesehen. Jeder von euch kennt ihn. Film ab für Tom Sai. Hey, Bonsai Freaks, so wie Norm immer sagt. Ich bin Tom Sai von
Tom sei kleine Bäume und mehr. Ihr kennt mich sicherlich. Ich wurde gefragt von Norm, ob ich hier als Jurymitglied bei einer Bewertung von 2 Bäumen mitmachen könnte. Habe ich natürlich sofort ja gesagt. Klar, wir unterstützen uns gegenseitig. Coole Aktion, Norm. Und das ist schon starkes Zeug. Nicht einfach zu bewerten und auch nicht einfach zu managen, diese Bäume. Also, es geht um Baum A, eine Lavendelheide. Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen als Bonsai. Deswegen für mich auch äußerst schwierig zu bewerten. Ich finde den Rückschnitt etwas zu drastisch, da ich im Internet gelesen habe, dass die mit dem Rückschnitt bei starkem Rückschnitt nicht so gut reagieren und man da sehr strategisch eigentlich vorgehen sollte. Deswegen gebe ich hier für die Nummer 1 Kriterium fürs Ausgangsmaterial 2 von 5 Punkte. Das ist nicht viel. Bei der mutigeren Gestaltung, klar, die Gestaltung ist mutig, aber ob das gut geht, hoffe ich doch. Deswegen hier 4 von 5 Punkten. Welcher Baum ist aktuell stimmiger? Da finde ich natürlich, ja, da gebe ich nur 2 von 5 Punkten. Und wer hat das größte Zukunftspotenzial als Bonsai? Gebe ich auch nur 2 von 5 Punkten, weil eben ich glaube, der Rückschnitt war zu krass und wir hoffen, dass es dem Baum trotzdem gut geht. Dann kommen wir zu Baum B. Das ist eine Azalee. Natürlich, Azaleen kenne ich. Da weiß ich, die vertragen Rückschnitte super gut. Ich finde hier die Gestaltung sehr cool. Ja. Von dem her gibt es 5 Punkte für 5 für die gestalterische Problemlösung. So Finde ich viel. sehr schön. Danke. Mit diesen Ästen so geschwungen nach oben. Dann wurden da mutigere Gestaltungsentscheidungen getroffen. Nicht ganz so mutig wie beim ersten, aber trotzdem auch mutig. 3 von 5 Punkten. Ich hätte die Azalee noch ein bisschen reduziert, sodass da hinten vielleicht noch ein bisschen mehr Grün wieder kommt. Aber das werden wir sehen, wie die Bäume sich entwickeln. Welcher Baum ist gestalterisch stimmiger? Da finde ich die Azalee, Baum B, natürlich viel stimmiger. Die sieht super cool aus. Und natürlich dann auch für den größten Zukunftspotenzial als Bonsai sehe ich natürlich auch Baum B, die Azalee. Da ich weiß, dass die hinten sicherlich sehr gut wieder austreibt und ja, irgendwann sicherlich einen schönen Bonsai wert wird. So, in dem Sinne sind wir auch schon durch. Video ist schon wieder ein bisschen zu lang geworden, aber sorry, Norm, ich hoffe, das geht trotzdem klar. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem coolen Projekt und wir sehen uns. Ciao, euer Tom. Ja, vielen Dank, Tom Sai, für deine tolle Bewertung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super geil, sich das anzugucken, auf jeden Fall. Ja, Christian, Schwierig. hast du schon mal einen Dämpfer gekriegt, den ersten, ne? Ich bin trotzdem zufrieden. Der Rückschnitt der Pflanze geht super. Ja, Sie der hat's war auch, überlebt. ich hätte für Mutigkeit hätte ich mehr gegeben, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist schon ein mutiger Eingriff gewesen, auch mit dem Totholz und so. Aber gut, deswegen haben wir ja eine unabhängige Jury engagiert, damit die das bewerten. Aber Tom, ich muss dir eine Sache sagen. Du hast bei Baum B, was ja die Azalee ist, welcher ja mein Baum ist, hast du vergessen, Punkte zu geben. Du hast nur gesagt, gefällt mir bei Baum B besser. Und die letzte Kategorie gefällt mir auch bei Baum B besser. Deswegen haben wir jetzt für uns beschlossen, das so zu machen, da die Azalee ja aus deiner Sicht besser in den letzten beiden Bewertungskriterien ist als die Piris, geben wir jetzt mindestens 1 Punkt mehr in diesen Kategorien, als der Christian bekommen hat. Anders können wir es nicht werten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es kommt zum Schluss nicht auf 1 bis 2 Punkte an, weil dann haben wir die Arschkarte gezogen. Dann hole ich dich nochmal an eine Kandare zum Nachbewerten, Kollege. Aber danke fürs Mitmachen.
Ich bin aufs nächste Jurymitglied gespannt. Der nächste in unserer Juryreihe ist Mario Kaiser von Sakura Bonsai. Los geht's, Leute. Hallo, ich bin Mario von Sakura Bonsai und der Norman hat mich gebeten, eine kleine Bewertung zu seinen 2 Bäumchen abzugeben. Hier sind 4 Bewertungskriterien vorgegeben gewesen und einmal geht es ja um den Baum A und einmal um den Baum B. Und unter dem ersten Punkt, wer hat unter Berücksichtigung des Ausgangsmaterials die größere gestalterische Problemlösungsleistung erbracht? Und hier hat der Baum A für mich 4 Punkte erhalten und der Baum B 3 Punkte erhalten. Unter dem zweiten Punkt, bei welchem Baum wurde die mutigeren gestalterischen Entscheidungen getroffen? Und hier ist für mich ganz klar der Favorit Baum A mit volle Punktzahl 5 Punkte und Baum B hätte einiges anders gemacht werden können, was man ja noch machen kann. Und daher warst du leider nicht so mutig und deshalb gebe ich diesem Bäumchen nur 2 Punkte. Unter dem dritten Punkt, welcher Baum ist aktuell gestalterisch stimmiger? Auch hier habe ich dem Baum A ganz klar 5 Punkte gegeben wegen einer Totholzgestaltung und hier sind die Äste besser gestellt worden. Und leider hat das Bäumchen B für mich nur 3 Punkte erhalten. Der letzte Punkt, welcher Baum hat das größere Zukunftspotenzial als Bonsai? Und lieber Norman, da muss ich ganz klar sagen, beide Bäume haben für mich das Potenzial. An beiden muss noch was gemacht werden und auch das Bäumchen B, wenn man da einige Sachen noch verändert, wird das ein sicher klasse Bonsai. Wenn man zusammenrechnet auf die Punktezahl für Baum A mit klar 19 Punkten gekommen und Baum B mit 13 Punkte. Ja, das war meine Punktezahl für deine Bewertung deiner 2 Bäumchen, Norman. Ich wünsche dir was und dein Bäumchen. Bis dahin, euer Mario. Ja, Leute, ihr seht, es ist super spannend. Ihr seht, wie unterschiedlich die Meinungen auseinandergehen können. Für Mario lag Christians Baum ganz klar vorne. Ich kann die Begründungen auch total nachvollziehen. Und die Entscheidungen und die Punktevergabe, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Gestaltungsschritte vom Christian waren auf jeden Fall mutig. Ich glaube, ich hätte auch so bewertet, weil im Endeffekt habe ich meine Azalee ja eigentlich nur gedrahtet und gestellt, während der Christian auch Sachen wegnehmen musste. Er hat sich eine Totholzgestaltung einfallen lassen. Also in der Runde hat Christian ganz klar die Nase vorne. Luis, wärst du nochmal so lieb, die Punkte von Mario zu sagen? 19 Punkte für Baum A und 13 Punkte für Baum B. Genau, und damit liegen wir bei Baum A, Christians Baum, bei mittlerweile insgesamt 29 Punkten und Baum B 27 Punkten ist mein Baum. Aber Leute, es ist noch gar nichts entschieden. Ich kann noch das Rennen machen. Los geht's mit dem nächsten Jury-Video. Ich freue mich auf Patrick von My Trees in the Pot. Patrick, gib alles. Glück auf Bonsai-Kumpels. Ich bin's Patrick von dem Kanal My Trees in the Pot. Und es ist meine Ehre, Teil der Jury von Norman zu sein. Norman hat mich in die Jury berufen und dieser Aufgabe bin ich auch nachgekommen, beide Bäume zu bewerten. Und die zweite Aufgabe ist, ich soll mich kurz fassen, deshalb ohne lang auszuschweifen. Es gibt nächste Woche Sonntag um 18 Uhr noch ein detaillierteres Video, wie ich zu dieser Entscheidung getroffen bin, auf meinem Kanal. Aber hier geht es um Norman und Norman und Christian, deren 2 Bäume. Ich muss mich kurz fassen, deshalb direkt die erste Frage. Wer hat unter Berücksichtigung des Ausgangsmaterials die größere gestalterische Problemlösungsleistung, was ein Wort, erbracht? Ja, Lavendelheide, ich wusste vorher nicht, was das für eine Baumsorte ist, sieht aber sehr krass nach Bonsai aus. Aber das hier, ja, ich fasse mich kurz. Die Azalee hat dieses Ranking bei mir gewonnen. Die Azalee kriegt 4 von 5 möglichen Punkten und die Lavendelheide nur 2 von 5 möglichen Punkten. Und dann, bei welchem Baum wurde die mutige gestalterische Entscheidung getroffen? Ja, hier, mutig, Alter, Entschuldigung, wie ein Wort, Alter. Aber Alter, ey, Totholz. Und voll das Bonsai-Spiel durchgespielt. Ist schon sehr mutig. Das ganze Grün, alles weg.
Hier ist noch sehr viel dran geblieben, obwohl schon vorher war noch viel, viel mehr dran. Aber die gestalterische, mutige Entscheidung ist definitiv dieser Mehrfachstamm oder Clumpstyle. 4 von 5 möglichen Punkten. Die Lavendelheide kriegt bei mir nur 3 von 5 Punkten. Welcher Baum, also drittens, welcher Baum ist aktuell gestalterisch stimmiger? Ja, hier fehlt ein bisschen was. Wir haben das Dreieck, was natürlich verkehrt herum ist. Bonsai wäre so, aber nicht so im Moment. Hat aber Zukunftspotenzial. Ja, und hier ist das Bonsai-Spiel durchgespielt. Ich glaube, jedem, dem man das zeigen würde, der keine Ahnung von Bonsai hat, würde schon sagen, das ist ein Bonsai. Also ganz klar 5 von 5 möglichen Punkten. Kriegt die Lavendelheide bei mir, die Azalee nur 3 von 5 möglichen Punkten. Dann die letzte Frage. Welcher Baum hat das größere Zukunftspotenzial als Bonsai? Wenn man diesen Mehrfachstamm ordentlich ausarbeitet, Spitze hier unten ein paar Äste dran, oh cool. Wenn man diese Form einfach nur dabei behält, die Pets ein bisschen ausarbeitet, hier weiß ich nicht, wie die Blüte aussieht. Wie gesagt, diese Pflanzensorte sagt mir gar nichts. Beide großes Potenzial, also wenn es bei Azalee richtig gemacht wird, sehr großes Potenzial. Wenn das hier bei bleibt, das Potenzial, was die jetzt schon hat, sieht aus wie ein Bonsai. Also ich würde sagen, für mich ein Unentschieden. Beide 4 Punkte in der Kategorie, wer das größere Zukunftspotenzial hat. Aber der Azalee bin ich sehr gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Somit haben beide Bäume bei mir gewisse Punktzahlen erreicht. Und zwar die Lavendelheide hat 14 von möglichen 20 Punkten erreicht. Und der Gewinner, was ich vorher tatsächlich nicht gedacht hätte, aber das seht ihr auf meinem Kanal, der Gewinner ist die Azalee mit 15 von möglichen 20 Punkten. Wenn man da so diese Vision so ein bisschen verfolgt und ein bisschen durch den Baum durchguckt, sehr interessantes Projekt. Beides eigentlich nicht meine Pflanzensorten, aber das spielt hier keine Rolle. Deshalb würde ich sagen, Dankeschön, dass ich Teil der Jury sein durfte und viel Spaß mit den anderen oder dem Rest des Videos. Danke, lieber Patrick, für die tolle Bewertung. Auf jeden Fall nachvollziehbar und fair, finde ich, glaube ich auch. Was hast du dazu, Christian? Auf jeden Fall. Sehr knappes Ergebnis. Ja, Ein Punkt Unterschied. Sehr knappe Kiste. Wirklich. Damit, Leute, sind wir jetzt im Gesamtergebnis nur noch 1 Punkt voneinander entfernt. Christian hat tatsächlich im Moment die Nase vorn mit seiner Lavendelheide. Ja? Christian hat 43 Punkte, während ich bis jetzt nur 42 habe. Aber Leute, noch ist nichts entschieden. Jetzt kommt das letzte Jurymitglied. Ich bin umso gespannter darauf. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es darum, wer den Pokal mit nach Hause bringt. Leute, hier kommt jemand, den ihr garantiert schon mal auf YouTube gesehen habt. Ich freue mich riesig über Holger Riegel von My Bonsai & Koi. Holger, los geht's. Erstmal, hi, hier ist Holger von My Bonsai & Koi und ich darf heute hier Jurymitglied sein. Verstehe ich gar nicht, wie ich zu der Ehre komme. Und dann macht mir es der Norman auch noch echt extrem schwer, denn ihr schmeißt mir eine Lavendelheide vor die Füße und eine Azalee, also 2 Sträucher und blühend und eigentlich ja so gar nicht meins. Aber trotzdem habe ich mir natürlich seine Arbeit angeschaut und möchte den Bewertungsbogen der Jury jetzt einfach mal Punkt für Punkt abarbeiten. Ja, wo die größere gestalterische Problemlösungsleistung erbracht wurde, da ist es natürlich so, dass beide Multitrunks oder Sträucher mit mehreren Wegen nach oben aus der Erde rausgekommen sind. Und da habe ich dann doch am Ende der Azalee ein bisschen mehr Punkte gegeben. 3 für die Lavendelheide and 4 points for the Azalea. Die zweite Frage ist die mutigere gestalterische Entscheidung. Da kann es nur die Lavendelheide sein, weil wenn du dich von 80% des Bäumchens trennst, dann gehört da einfach auch ein bisschen Cojones dazu. Da muss man schon mutig sein. Die Azalee auch schön geworden, schön aufgefächert und ich gehe dann jetzt fließend gleich in die Bewertungsfrage, Kriterium Nummer 3. Welcher Baum ist aktuell stimmiger? Hat jetzt keine wir hatten Punkte die Punkte gegeben? vergessen für die gestalterische Entscheidung. 5 für die Heide und 3 für die Azalee. Oh, das sieht nicht gut aus. Welcher Baum gestalterisch stimmiger ist? Ganz klarer Fall. Die Azalee hat mich sofort gefangen. Ich finde das mega geil.
auch habe solche Gestaltungen jetzt auch schon öfters auf Ausstellungen gesehen, war mir bisher überhaupt nicht bekannt und finde ich einfach richtig toll. Daher 3 für die Heide und volle 5 für die Azalee und das größere Zukunftspotenzial. Ganz ehrlich, so als richtigen Bonsai sehe ich bei keinen wirklich richtig groß. Die Heide kann ich mir so als Baum, wie sie jetzt gestaltet ist, nicht wirklich vorstellen. Die Azalee eher schön weiter austragend, bin ich aber zu wenig Experte bei dieser Baum- oder Strauchart, um sagen zu können, ob das auch auf Jahre hin so machbar ist. Von daher 3 Punkte für die Heide und 4 für die Azalee. Und wenn ich auf mein Endtableau schaue, dann bekommt die Lavendelheide bei mir 14 Punkte und die Azalee 16. Und für die Idee kriegt Norman definitiv die volle Punktzahl, nämlich 20. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das war ein extrem knappes Rennen. Ich habe mit 2 Punkten, glaube ich, gewonnen. Jetzt übertreibt mal nicht. Mit 1 Punkt gewonnen. Christian, Glückwunsch. danke sehr. Du warst ein guter Kontrahent. Hättest mich fast geschlagen. Ich muss sagen, nicht schlecht. Wenn du möchtest, kannst du noch mal eine Revanche haben gegen mich. Wir betrachten die Bäume noch mal in einem halben Jahr. Ja, danke nochmal an meine Einkäuferin. Ja, wir haben quasi zusammen gewonnen, Leute. Ja, Jessica und ich, meine Schwester und ich, ein Team. Wir holen den Pokal mit nach Hause und jetzt geht's zur Übergabe. Jeder Wettkampf hat natürlich einen Sieger und ich freue mich, diesen super süßen Pokal mit der japanischen Schwarzkiefer an Norm von Bonsai Leben zu übergeben. Ja, Leute, war schön dabei gewesen zu sein. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Mehr als verdient hier. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Party. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Falls ja, gibt es vielleicht im nächsten Jahr eine Wiederholung. Und wer weiß, vielleicht erweitern wir den Teilnehmerkreis ja sogar auf ein paar Community-Mitglieder. Leute, das war's von uns für heute schon wieder. Ich bin der Norm von Bonsai Leben. Bis demnächst. Ich habe gewonnen.